Wir bei Foxbase entwickeln uns und unsere Software ständig weiter, um euch die beste Software zur Digitalisierung des Vertriebs zu bieten. Heute geben wir dir einen kleinen Einblick in eines unserer großen neuen Features, unsere Testumgebung. Um Änderungen an einem Selektor vorzunehmen, gibt es jetzt unsere Testumgebung, auch Staging genannt. Dadurch kannst du alle Änderungen in deinem Selektor vorbereiten und ansehen, bevor sie final an das Live-System übertragen werden sollen. Auf diese Weise können Anpassungen getestet werden, während auf der Website weiterhin der Live-Selektor für die Kunden sichtbar bleibt. Den aktualisierten Selektor kannst du dann entweder an die Live-Version übertragen oder, wenn es dir nicht gefällt, den ursprünglichen Stand ganz einfach wiederherstellen. Die Live-Umgebung erkennst du am Schalter oben links, an der gelben Flagge oben rechts und daran, dass du keine Änderung vornehmen und somit auch nicht speichern kannst. Den Selektor in der Live-Umgebung öffnest du ganz wie gewohnt über den Pfeil oben rechts, um ihn dir anzusehen. Für Änderungen nimmst du den Live-Toggle raus und befindest dich in der parallel laufenden Testumgebung. Als Nutzer kann man sowohl die Originaleinstellungen im Digitizer sehen, wenn der Live-Schalter an ist, als auch den aktualisierten Änderungsstand in der Staging-Umgebung, wenn der Live-Schalter aus ist. Änderungen müssen weiterhin regelmäßig gespeichert werden und sind für alle angemeldeten Nutzer im Digitizer sichtbar. Der letzte Stand der Änderungen bleibt so lange bestehen, bis entweder auf Reset der ursprüngliche Stand wiederhergestellt wurde oder die Änderung über Publish an das Live-System und damit auch sichtbar für den Kunden übertragen wurde. Fügen wir nun im Fragebogen beispielsweise eine dritte Antwortmöglichkeit hinzu und sehen uns das Ergebnis an. Über den Pfeil öffnest du den Selektor in der Testumgebung, zu erkennen an dem oberen Infobanner. Hier erscheint nun auch die dritte Antwort. Die Selektor-URL dieser Testumgebung ist eine andere als die der Live-Umgebung und kann daher ebenfalls für interne Absprachen und Testrunden verschickt werden. Währenddessen bleibt der Live-Selektor für die Nutzer auf der Website unverändert. Wenn uns die Änderungen nicht gefallen haben oder wir nicht mehr wissen, was wir vielleicht vor einer Woche oder einem Monat für Tests gemacht haben, können wir ganz einfach mit Klick auf Reset den Stand der letzten Live-Umgebung wiederherstellen. Danach lade ich noch einmal neu, damit der Vorgang auch abgeschlossen ist. Die dritte Antwort ist jetzt wieder rausgenommen. Stattdessen ändern wir beispielsweise den Fragetypen. Speichern und sehen uns die Änderung an, indem wir den Selektor öffnen oder den offenen Tab mit dem Infobanner einfach neu laden. Wenn du die Änderungen in die Live-Umgebung übertragen willst, gehst du einfach zurück zum Menüpunkt Settings und klickst abschließend auf Publish. Sobald die Felder wieder geladen sind, sind die gespeicherten Änderungen in die Datenbank der Live-Umgebung überschrieben, sodass wir einen neuen Stand in der Live-Umgebung haben. Die Änderungen sind dann, wie man hier sieht, wenn man neu lädt, im auf der Website eingebundenen Selektor auch für alle sichtbar und aktualisiert.